Hallo meine Freunde, ich bin Sevenaik. Willkommen zu Sherlock Holmes Crimes&Punishment. Ihr erlebt hier eine Aufzeichnung aus meinem Livestream, aufgeteilt in 20 Minuten Episoden. Wenn ihr bei einer Live-Aufzeichnung dabei sein wollt, findet ihr mich unter www.twitch.tv Sevenaik. Ich wünsche euch viel Spaß bei folgendem Video. Fahren zum Metzger. Wow. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Okay. Wir Holmes, you versuchen. should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Wir versuchen. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Na gut, das ist gar nicht so einfach. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Geht doch. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of Genau. course. Einer muss bezahlen, Watson macht das. Also, wir wissen jetzt, mit der Harpune, das ist nichts für Anfänger. Ich würde also die Frau jetzt erstmal ausschließen. Große Kraft oder ein Glückswurf? Da müssen wir uns entscheiden. Oh, 2 Personen zusammen, das ist natürlich wahr. Nee. Ich bin auf jeden Fall für große Kraft. Ein Glückstreffer war das nicht. So, das heißt... Okay, wir gehen zurück nach Scotland Yard und reden mal mit dem jungen Freund. Und finden heraus, was es mit der Insolvenz auf sich hat. Der wird sich auch freuen, uns zu sehen, nachdem wir so elegant Schweine beworfen haben. Evidenz haben wir ja alles. Brauchen wir nicht nochmal. Das Draht ist immer noch nicht da. Dann ab dafür. Sitzt da. Also. Hat sich nicht bewegt. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Hammerfest. Interesting.
Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Spannend. Müssen wir doch in die Logbücher reingucken. Das hat er richtig erkannt. Der Gute. Machen wir auch. Woodmansley. (1983). Wir finden raus, was es mit den Logbüchern auf sich hat. Ein Blick wird genügen. Und schon sind wir wieder da. Miss Carey wird auch denken, was los ist. Werfen mal einen Blick drauf. Wie gesagt, die Schuhabdrücke, die passen noch nicht. Und wo ist die Blechkiste? 1883. That's the one I need. Genau. This is the crew list of the Sea Unicorn. Peter Carey, Charles Allison, Henry Joy, Terence Coventrow, Ned Land, John York, Richard Lang, Simon Weeks, Isaac Page, Will Wright, Ben Tinsley, Matthew Granger, Rolf Tobert, Seth and Roger Fowler, Thomas Lawrence, Hugh Paddins and Henry Shepard. Log notes for June. Nothing unusual. Leichte Brise, mittelstarker Wind. Anderen Walfänger gesichtet, 2 weitere Schiffe gesichtet, keine Wale. Log notes for July. Nothing special. Auch nur alle paar Tage ins Logbuch geschrieben, 2 Wale. Starker Wind, keine Wale. Log notes for August. These pages have been torn away. Okay, aber da haben wir was. Was ist denn das? Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Ich möchte eigentlich noch mal ins Notizbuch reingucken. Da war doch CPR. War das nicht irgendwo hier? Zwischenzeit haben sie ihn abgeholt. Auf dem Bild da hinten kommen wir nicht hin. Okay. Bild kann ich nicht gucken. Aber hier können wir noch mal gucken. Hammerfest hoch. Hammerfest. Da war auch... Okay. Dann wollen wir mal. Wir gehen zu Wiggins. Baker Street. Wiggins müsste, wenn ich mich richtig an Sherlock Holmes erinnere, als ich das letzte Mal gelesen habe, der Botenjunge sein, den er hatte. Aber auch schon etwas her. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that?
There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Watson, I need Wiggins. Is he anywhere nearby? He's right across the street. Oh, Toby ist auch da. Wie cool. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Wiggins? Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, as his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Na dann. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Lestrade, was ist denn jetzt los? Aber vorher müssen wir nochmal durchs Teleskop gucken. Immer noch da. Das ist unsere geheime Liebe. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. This is where I keep my post. My archive. I can always consult with it if needed. My archive. I can always consult with it. Dann besuchen wir mal Lestrade. Wir sind hier viel unterwegs, würde ich sagen. Hey Lestrade, was gibt es Neues? Fahre morgen fort, das heißt, ich bin nicht hier. Lestrade? Mr. Holmes? Lestrade. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes, he refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Hurtley's These are the suspect's belongings. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. Bisschen größer. Mütze. Brief voller Flecken. Stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. A pen. Nothing unusual about it. Okay. Hier wollen wir nochmal bei Nelligan reingucken. These are the suspect's belongings. Da sehe ich doch schon 7 I Jahre. wonder if these are connected. Ja, da 7 Jahre. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Hä? Können wieder was schlussfolgern. Wertpapiere in der Blechkiste, würde ich sagen. Notizbuch holen, Wertpapiere. Nelligans Motiv. Aber Nelligan ist nicht kräftig genug, den abzunehmen. Der alte Nelligan vielleicht, aber der ist ja noch, der ist ja noch kleiner als sein Sohn. Und wer ist Liam Hurtley? Das müssen wir auch rausfinden. Schauen wir mal, was Hurtley so. Bathroom? Ne, Morgue. Ne, da wollen wir nicht hin. Ich meine, die Todesursache kennen wir. Da ist Hurtley. Please escort this suspect for interrogation.
Okay. Hurtley. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Okay. Well, we shall see. Schauen wir uns den guten Mann mal an. Der graue Haare. Schauen mal, was er... Die sieht übel aus. Noch. Das wäre die Haubenmeise. Die war schon auf dem Gärtnerbuch. Ich sag doch, der Gärtner war's. Das ist der Gärtner und er war's. Pflanzenreste. Ja, der Gärtner. Hände eines Gärtners. Das ist der Gärtner, den es nicht gibt. That's all for now. These. Liam Hurtley ist der Gärtner. Seine Frau. Die Frau von des Opfers hatte was mit ihm. Und deswegen hat sie gesagt, es gab keinen Gärtner. I'm not saying another word. Das sollten wir doch mal nachprüfen. Aber zuerst Geheimtinte. Da haben wir ja unseren Alchemietisch, unseren Experimentiertisch. Wir finden raus, wohin die geheim die Tinte ist. Naja, Watson. A new suspect, but this one refuses to talk. This case is more interesting than I first imagined. So, wir gucken uns Hurtleys I Brief need to an. prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Okay, also wir brauchen eine Reihenfolge. Wir müssen alle 7 zusammenkippen. Und die Reihenfolge muss blau, bei andere sein, dann orange, dann eine farblose. Wir haben 2 blaue, 2 orangene. Das heißt, wenn wir 7 haben und das von hinten aufzäumen, ist das letzte weiß, farblos, dann orange, dann 2 andere. Das heißt, wir beginnen mit blau. Nach blau kommt grün. Nach grün kommt wieder blau. Jetzt sind wir 3 nach blau. Das heißt, wir können orange nehmen. Dann was farbloses. Dann sind wir wieder 3 nach blau. Und zu guter Letzt farblos. Perfekt, würde ich sagen. Done.
Now I can proceed further. Hieß ja nie, dass da nicht zweimal blau hintereinander, dass zwischen blau und orange nicht Let keine us see weitere if the blaue sein content of kann. this letter sheds a little light upon the mystery. So, dann wischen wir hier mal. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Gute Frage. Ich habe sie gut versteckt, wie du mich gebeten hast. Aber ich bitte dich, überleg es dir. Und erinnere dich an unseren Schwur. Ich habe nichts Ehrloses getan, was du mich... Okay. Hurtley kennen wir auch. Harry ist der Torpedierte. Und okay. Also, ich würde vermuten, ja, Einbruchsversuch. Der eingebrochen wegen Notizbuch oder Wertpapieren? Das wissen wir nicht. Hab sie gut versteckt. Wissen wir noch nicht. Müssen wir einfach weiter suchen. Fehlen uns noch Hinweise. Aber es wäre interessant, sowohl mit der Lady zu reden, als auch mit Hurtley. Und die Schuhe müssen wir auch überprüfen. Ich würde sagen, wir gehen zuerst die Schuhe überprüfen. Einfach, dass wir ihn direkt damit konfrontieren können. Das gibt uns auch nochmal die Möglichkeit, mit der Witwe, der frisch verwitweten Dame, zu sprechen. Halte ich für sinnvoll. Hier können wir dann die Schuhe ausprobieren. Aber These boots match the footprints exactly. Das hatten wir ja schon erwartet. Es gab doch einen Gärtner. Wertpapiere waren es nicht. Hier unten war der Gärtner. Ich glaube ja, das ist doch ein Gärtner. Würde da die Kohlmeise als Does the name Liam Hurtley mean anything to you? Gute Frage. No, I don't know anyone by that name. Okay, Thank you, madam. aber wir haben hier auch die Meise. Und sie hat hier ein Vogelhäuschen. Oh, oh, oh. Überführt durch Vogelhäuschen. An dieser Stelle endet nun unser Video. Haltet die Spannung, denn in der nächsten Folge geht es direkt an selber Stelle weiter. Wir sehen uns dort dann hoffentlich auch wieder. Tschüss, bis dann.